Sie essen gern Haferflocken, da sind Sie in guter Gesellschaft. Haferflocken sind gesund, ohne Frage. Aber wir sollten die größten Fehler vermeiden in der Zubereitung. Denn wenn wir diese Fehler nicht wissen und folgedessen vermeiden, dann haben die Haferflocken nicht den Effekt, den sie eigentlich haben sollten. So, Hafer ist gesund, das wissen wir eigentlich auch. Hafer hat ganz viele Vitamine, vor allen Dingen die Vitamine B und E. Sie haben viele Spurenelemente und Mineralien, vor allen Dingen eben auch Zink, was ganz wichtig ist, Mangan ist wichtig, Selen ist wichtig. Alles das ist in den Haferflocken enthalten. Die Haferflocken sind ja gedämpft und werden eigentlich nur platt gewalzt. Insofern haben wir aus dem Vollkorn alle Inhaltsstoffe. Wir haben vor allen Dingen auch, und das wussten Sie vielleicht nicht, bestimmte Alkaloide, hat nicht viel mit Alkohol zu tun, die Avenantramide. Avenantramide sind entzündungshemmend, wirken antioxidativ, also das heißt, sie schützen auch unsere Zellen vor Oxidation und sie wirken juckreizhemmend. Also gerade wenn Sie juckende Haut haben, vielleicht Probleme mit Ekzem haben und so weiter, kann Ihnen Hafer sehr gut helfen. Und sie haben vor allen Dingen einen hohen Anteil an sogenannten Beta-Glucan. Beta-Glucane sind Polysaccharide, also Mehrfachzucker. Aber dieser Zucker wird nur sehr langsam verstoffwechselt, das heißt, unser Insulin steigt nicht mit einem hohen Rutsch an und sackt dann auch wieder ab. Und wir bekommen Heißhunger, sondern das ist eher so eine ganz kleine homogene Kurve. Aber gerade der Hafer sticht uns nicht nur manchmal, sondern er sorgt eben auch dafür, dass unser Cholesterin in Schach gehalten wird, dass unser Blutdruck in Schach gehalten wird. Wir haben einen Schutz unserer Arterien vor Verkalkung und Hafer sind natürlich auch toll für Magen und Darm. Das kennt man ja schon aus der ganz alten Naturheilkunde. Haferschleim beruhigt Magen und Darm. Und Hafer macht auch munter. Also Hafer stabilisiert auch die Psyche. Das ist alles super gut. Vor allen Dingen noch besser wird es, wenn wir die Haferflocken kombinieren. Hier haben wir eine super Kombi, nämlich einmal mit Haferflocken. Ich habe Ihnen einmal aufgeschrieben, wie wenig Zucker Haferflocken haben, aber wie viel Ballaststoffe. Und Ballaststoffe machen uns satt. Ballaststoffe sind aber auch gleichzeitig ein Futter für unsere gesunden Darmbakterien. Also jede Menge Vorteile in den Haferflocken. Und wenn wir die jetzt noch kombinieren mit Haferkleie, dann sehen wir, haben wir zwar einen ganz kleinen Ticken mehr Zucker, aber es ist immer noch viel weniger, als wenn wir Knuspermüsli essen würden. Und wir haben noch mehr Ballaststoffe. Also kombinieren Sie gerne, sagen wir mal so 40–60% Haferflocken, der Rest Haferkleie. Haferflocken sind gut, ich fasse das nochmal zusammen, für Herz-Kreislauf-Beschwerden. Sie regulieren, wie gesagt, den Blutdruck, sie helfen beim Abnehmen, ist ganz wichtig. Sie verbessern die Verdauung, sie stabilisieren den Blutzucker, sie reduzieren das sogenannte oxidierte Cholesterin. Das ist nämlich das, was unseren Gefäßen, unseren Blutgefäßen am meisten zusetzt und wie gesagt, sie machen munter. Soweit, so gut. Aber Achtung, genau diese Fehler oder diese Zubereitungstipps sollten wir beachten. Haferflocken einweichen. Warum? Haferflocken enthalten Phytinsäure. Phytinsäure kommt normal eben gerade im Hafer vor, in anderen Getreiden auch, aber gerade Haferflocken hat besonders viel davon. Und diese Phytinsäure bindet genau diese positiven Inhaltsstoffe, allen voran unsere Spurenelemente und unsere Mineralien, Eisen, Zink, Magnesium, Calcium. Das heißt, dass wir diese tollen Nährstoffe aus dem Hafer gar nicht richtig aufnehmen können. Deshalb Haferflocken einweichen. Am besten über Nacht, weil dadurch wird ein bestimmtes Enzym aktiviert, nämlich das Enzym Phytase. Und dieses Enzym sorgt dafür, dass die Phytinsäure gebunden wird und wir mehr gesunde Nährstoffe aufnehmen können. So, das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis. Einweichen. Sie können, wenn Sie sagen, ich mache sie aber lieber so rot, dann streuen Sie sich noch ein paar drüber, aber einweichen wäre wirklich schon ganz wichtig. So, das nächste ist
dass Sie Haferflocken nicht kochen sollten. Also dieser gute alte Porridge, ne, der in Milch oder Wasser gekocht wird, nein, kalt einweichen, aber nicht kochen, weil die Hitze zerstört dieses Enzym Phytase. Und dann haben wir zu viel Phytinsäure und die Haferflocken haben nicht den gesundheitlichen Effekt, den sie haben sollen. Also nicht kochen. Ganz wichtiger Tipp, weg vom Porridge kochen, wie man es früher gemacht hat. Haferflocken lieben Saures, also einige Spritzer Zitronensaft oder auch Orangensaft. Sie können ja ganz wunderbar Haferflocken auch in Orangensaft einweichen, zum Beispiel, schmeckt super lecker. Das erhöht wiederum das Enzym Phytase und wir haben weniger Phytinsäure und mehr Vitamine, Spurenelemente und Mineralien. Also gerne etwas Saures dazu. So, der Tipp 4. Haferflocken bitte mit Eiweiß mischen. Es müssen nicht unbedingt tierische Eiweiße sein, es kann natürlich ein Kuhmilchjoghurt sein, aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerade ein Freund von Kuhmilch bin. Es gibt auch Schafsmilchjoghurt, der sehr mild schmeckt, zum Beispiel, der auch Eiweiß enthält und vor allen Dingen Lysin enthält, weil die Phytinsäure baut diese essentielle Aminosäure Lysin ab. Und das ist für uns schlecht, vor allen Dingen für diejenigen, die unter Herpes leiden ab und zu. Lysin ist ein Antagonist zu Arginin. Arginin verursacht Herpes. Deshalb brauchen wir möglichst viel Lysin in unserer Nahrung. Und auf diese Art und Weise haben wir eben unser Lysin gesichert und haben es nicht mit Herpes zu tun. Also ein ganz wichtiger Tipp, Eiweiß dazugeben in Form von Joghurt oder von Hafermilch, zum Beispiel Mandelmilch und so weiter. So, das perfekte Frühstück kann jetzt genau so aussehen. Das ist im Grunde genommen ein Bircher Müsli oder wie wir es jetzt nennen, die Overnights over Oats. Also das heißt, Overnight, über die Nacht, eingeweicht, so wie ich es gerade beschrieben habe, am besten im Kühlschrank und am nächsten Morgen rechtzeitig aus dem Kühlschrank raus, und damit es nicht so eiskalt ist, und dann genießen. Und das ist ja ein Rezept, so verwende ich es in meiner Familie. Es macht super, super satt, es schmeckt lecker. Sogar mein Mann isst es mit, was heißen will. Und somit haben Sie alle Spurenelemente, alle Vitamine für den munteren Tag. Das können Sie gerne so umsetzen. Hier nochmal 2 kleine Tipps. Bitte das Glas, in dem Sie das zum Beispiel anrichten, verschließen oder die Schüssel, in der Sie es anrichten, abdecken mit einem kleinen Teller. Es ist wichtig, ne, dass einfach die Inhaltsstoffe dann nicht im Kühlschrank umherwabern, sondern wirklich dann auch in Ihrem Gefäß bleiben. Und Kühlschrank, ne? Bitte in den Kühlschrank stellen. Jetzt, wenn dann vielleicht der Sommer kommt, ist es gerade umso wichtiger. Also gekühlt halten einfach die Vitamine auch viel länger. Und dann können Sie gerne alles Mögliche dazu tun. Also sehr schön sind ja auch Kakaoflocken. Es gibt so diese Kakaonips im Reformhaus, die sehr viele Antioxidantien enthalten, natürlich alle möglichen Früchte, Beerenfrüchte, solange sie noch nicht im Garten wachsen, gerne auch aus der Tiefkühltruhe. Das ist immer ein guter Weg. Sie können richtig fantasievoll werden. Die Basis habe ich Ihnen erklärt, wie Sie gesund Haferflocken genießen können. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über Ernährung, über den Darm, dann gucken Sie gerne in meinem Blog. Hier habe ich auch über das Saure geschrieben. Ne? Jetzt bloß nicht sauer werden, sprich nicht übersäuern. Und über Herpes habe ich geschrieben. Gerade dieser Lippenherpes ist ja eine Qual für viele Männer und Frauen. Die Königswege der Darmkuren, falls Sie das interessiert, gerade auch zum Frühjahr, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, den Darm mal wieder so richtig in Schwung zu bringen. Das habe ich hier beschrieben. Und die Fröhlichkeit, die man essen kann. In welchen Nahrungsmitteln haben wir fröhlich machende Inhaltsstoffe? Also wenn Sie das interessiert, gucken Sie da gerne rein. So, jetzt wünsche ich Ihnen für heute und überhaupt für immer Wohlbekommens. Viel Spaß und Genuss mit gesunden Haferflocken. Bis bald, Ihre Dagmar Prassler. Tschüss!